Wir leben in einer Welt, in der wir tagtäglich die unterschiedlichsten, teils beneidenswerten Leben anderer Menschen vor Augen haben. Wir sehen das abenteuerliche, ortsungebundene Leben eines sogenannten digitalen Nomaden oder ein glücklich und erfüllt wirkendes Familienleben irgendwo auf dem Land oder vielleicht auch das so idyllisch aussehende Leben dieses sympathischen Selbstversorgers, umgeben von Natur und Stille. Wir sehen so viele verschiedene Möglichkeiten, wie ein Leben aussehen kann. Nahezu täglich erfahren wir von neuen Dingen, die man ausprobieren könnte, die uns schöner, reicher, glücklicher machen würden. Wir sehen und hören von atemberaubend schönen Orten und einzigartigen Abenteuern. Und während uns dieser Fluss an Informationen auf der einen Seite natürlich viele neue Perspektiven öffnet und den Horizont erweitert, so überrollt es auch unser inneres Wahrnehmungs- und Verarbeitungssystem, was es uns schwieriger macht, den großen Informationsfluss auf eine gesunde Art und Weise zu filtern und zu verarbeiten. Das Ergebnis ist nicht selten, dass wir zum einen irgendwann überzeugt davon sind, dass wir auch diesen einen bestimmten Gegenstand, dieses eine unvergessliche Abenteuer oder gar diese eine bestimmte Lebensweise brauchen, um glücklich zu sein. Oder zum anderen, dass mit den Bildern und Informationen, die wir aufnehmen, auch ganz bestimmte Vorstellungen in unseren Köpfen entstehen, die wir mitunter das ganze Leben idealisieren, ohne diese Dinge je selbst ausprobiert zu haben. Ich persönlich finde mich noch oft genug in beiden dieser Punkte wieder. Wir leben oft in einer Art Gedankenträumen, in denen wir uns eine schönere Zukunft, einen erfüllteren, glücklicheren Alltag vorstellen, sobald wir dieses haben oder auf jene Art und Weise leben. Denn wir sehen ja, wie zufrieden die Menschen zu sein scheinen, die bereits genau das haben. Und diese Tagträume von einem besseren Leben können zum Teil tatsächlich dabei helfen, den ansonsten vielleicht grauen Alltag besser zu meistern. Sie können antreiben. Sie können aber auch dazu beitragen, dass man nie so richtig zufrieden ist mit dem Leben, das man führt. Falls du dich fragst, worauf ich hier hinaus will, ich möchte dir mit diesem Video nicht sagen, wie wichtig es ist, zufrieden mit dem zu sein, was man hat, oder dass wir weniger Social Media konsumieren sollten, auch wenn das ganz klar zwei sehr wichtige Punkte sind auf dem Weg zu mehr Zufriedenheit. Ich möchte dich tatsächlich eher dazu ermutigen, deinen Vorstellungen, den kleinen und großen Dingen, von denen du denkst, sie könnten dein Leben bereichern, zu folgen, anstatt sie nur in deinen Gedanken zu idealisieren. Ich spreche hier natürlich nicht davon, dass wir jeder Werbung, jedem aufflackernden Gedanken folgen sollen, nur weil sie gerade irgendeine Lust in uns auslösen. Ich spreche von den Dingen, die uns wirklich bewegen, von denen wir spüren, ja, da zieht mich mein Bauchgefühl hin. Ich möchte dich ermutigen, ins Handeln zu kommen, dir dein eigenes Bild zu machen und dich davon zu überzeugen, ob deine Vorstellung und die tatsächlich von dir erlebte Realität übereinstimmen. Ob es wirklich so schön, bereichernd oder gar lebensverändernd ist, wie du es dir ausgemalt hast, oder eben nicht. So oder so, die Erfahrung wird dein Leben bereichern und du wirst wichtige Erkenntnisse für dich gewinnen. In den letzten Wochen und Monaten hatte ich viele Gedanken zu diesem Thema, aufgrund eigener Erfahrungen. Wie soll es auch anders sein? Gedanken wie,
dass die meisten von uns nicht über das Träumen hinausgelangen und im Grunde immer in der Vorstellung leben, sobald ich das habe, werde ich glücklich. Was die ersehnte Zufriedenheit entsprechend selten bringt. Hinzu kommt, dass aufgrund der vielen Informationen, die wir über sämtliche Medien aufnehmen, wir oft einen Zustand oder eine Lebensweise idealisieren, von denen wir einfach nicht wissen können und auch niemals erfahren werden, ob sie unser eigenes Leben tatsächlich bereichern würden, solange wir uns nicht aufmachen, um es herauszufinden. Ich durfte für mich erneut lernen, dass bestimmte Vorstellungen, die ich hatte, sich in der Realität ganz anders anfühlen. Manches ist viel besser, als ich es mir hätte erträumen können. Anderes hingegen resultiert in Enttäuschung. Die meisten meiner Vorstellungen, denen ich nachgegangen bin, erwiesen sich allerdings einfach als Erfahrungen, die große Erkenntnisse über mich und das Leben brachten. Unter anderem, dass wir Menschen viel lieber reden, als zu machen. Wir selbst uns nicht wagen, loszugehen, dafür aber die Entscheidungen von anderen hinterfragen oder gar schlecht reden. Es ist so einfach, auf das Leben eines anderen zu schauen und zu sagen, ja, wenn ich auch so einen Job hätte, wenn ich auch so viel Geld hätte, wenn dieses oder jenes, dann. Das Ergebnis: Die meisten von uns bleiben weiterhin im Alltag gefangen, ohne je einen Versuch zu wagen, den eigenen Vorstellungen nachzugehen oder etwas zu verändern. Mir ging es dann nicht anders, bis ich irgendwann mit klitzekleinen Schritten begonnen habe, dem nachzugehen, was ich mir schon lange gewünscht hatte oder was sich zumindest in meiner Vorstellung gut angefühlt hat. Und mit jeder einzelnen Erfahrung durfte ich feststellen, dass Vorstellung und Realität zwei unterschiedliche Dinge sind. Dass mir zum Beispiel das Essen in diesem so angepriesenen Restaurant überhaupt nicht schmeckt, im Gegensatz zu meiner Freundin, die es als das beste Essen überhaupt beschreibt. Dass ich mich an diesem einen Ort, in dem andere absolut nichts sehen, sehr wohlfühle. Dass ein ortsunabhängiges Leben für mich persönlich so viel herausfordernder ist, als ich es mir je hätte vorstellen können. Oder dass mein Körper mit bestimmten Klimazonen einfach nicht gut zurechtkommt. Die Palette an solchen Erkenntnissen ist riesig. Darunter befinden sich eben auch ganz viele Dinge, die ich bis zum Ende meines Lebens hätte idealisieren können, ohne je herauszufinden, wie es tatsächlich ist, für mich. Und auch wenn es jedem von uns klar ist, natürlich empfindet jeder Mensch die Realität ganz unterschiedlich. Und selbstverständlich, die Realität deckt sich nicht immer mit den eigenen Vorstellungen. So ist es uns eben doch nicht in jedem einzelnen Augenblick bewusst, insbesondere in den Momenten, wo jemand von etwas vorschwärmt, wir wunderschöne Bilder und Videos vom Leben anderer sehen oder uns einfach etwas in unserer Fantasie ausmalen. Der Punkt ist, nichts ersetzt die eigene Erfahrung. Und auch wenn meine Vorstellungen sich in der Realität nicht immer bestätigt haben, so bin ich dennoch sehr froh darüber, dass ich immer wieder den Mut gefunden habe, für mich loszugehen. Egal wie klein oder groß die Schritte sind, denn ich weiß, dass ich lieber ein Leben lebe, in dem ich meinen Vorstellungen nachgehe, auch wenn sie sich in der Realität nicht immer als so schön erweisen, als ein Leben zu leben, in dem ich nur von einer schöneren Zukunft träume. Ich möchte damit keineswegs sagen, dass das der bessere Weg ist oder gar der leichtere. Nein,
Der Weg ist teilweise sogar sehr viel herausfordernder und unbequemer, weil ja, die Realität ist eben nicht immer so, wie man sie sich ausmalt. Doch für mich ist der Weg auch so viel lebendiger, echter und letztlich auch erfüllender. Denn je mehr ich mich traue, Dinge auszuprobieren, Vorstellungen, die mich auf welche Art und Weise auch immer bewegen, tatsächlich nachzugehen, desto mehr erkenne ich, was meins ist und was nicht, welche Träume wirklich meine sind und welche mir Social Media als meine verkaufen will. Ich lerne viel besser auf mich und mein Bauchgefühl zu hören und nehme nicht mehr völlig unbewusst alles, was ich höre oder sehe, für bare Münze. Mit am wichtigsten empfinde ich aber, ich lebe viel weniger in einer Vorstellung von einem besseren Leben, sondern mit jedem Tag ein kleines bisschen mehr und mehr in der Erschaffung und Umsetzung eines für mich erfüllten und zufriedenen Lebens. Aber wie mit allem, was ich hier in meinen Videos teile, sei dir bewusst, dass es meine ganz persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse sind. Daher nimm für dich nur das raus, was mit dir resoniert, und alles andere kannst du getrost stehen lassen. Ich wünsche dir ganz viel Mut und Willensstärke beim Verwirklichen deiner großen und kleinen Träume. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, welche Erfahrung du mit Vorstellung und Realität bereits machen konntest. Alles Liebe und bis bald.